Saletti miteinander, eine kurze Info vorab. Ihr könnt den Hübel hier gewinnen, und zwar über die ganze Serie von Mofa vs. Wild. Wir bauen jetzt einen Adventure-Hübel für einen für euch, damit ihr gleich viel Abenteuer könnt haben wie wir auf dieser Reise. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß mit Mofa vs. Wild. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Wir gehen 4 Tage auf Roadtrip durch die Schweiz, aber nicht miteinander, sondern 3 gegeneinander. Das heisst, Elias, der Sidi und ich. Unterwegs geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Das heisst, wenn man eine Aufgabe richtig erfüllt, kommt man Punkte über. Ja, da ist Gabel. Jawohl. Das Heu. Das mit dem Rasieren wird noch schwierig. Heisst, ich muss Kleider suchen. 30 Minuten, Mann. 30 Minuten ist sehr viel. Darum werde ich die Aufgabe nicht machen. Wenn du die Tageschallenge nicht erfüllst oder falsch umsetzt, gibt es keine Punkte. Insgesamt dürfen wir 10 Kilogramm Gepäck mitnehmen. Die Kleider, die wir anhaben, zählen dort aber auch dazu. Pro 500 Gramm, die wir daheim lassen, heisst 500 Gramm weniger, gibt es gerade am Anfang schon mal Pluspunkte. Der Inhalt von diesen 10 Kilogramm ist natürlich jedem freigestellt. Ob er jetzt Unterhosen spart und dafür einen Schlafsack mitnimmt oder wie auch immer, kann jeder entscheiden, wie er will. Wo es genau angeht, weiss niemand von uns. Am Morgen um 7 Uhr dürfen wir jeweils ein Kuvert aufmachen, wo die Etappe drin ist mit dem Tagesziel. Wer das Ziel als erstes erreicht, hat am meisten Punkte. Also Geschwindigkeit zählt. Grundsätzlich sind die Fahrzeiten vom 8. bis um 5 Uhr am Abend. 5 vor 5 Uhr, das heisst, ich darf eigentlich nicht mehr fahren. Wenn man zu diesem Zeitpunkt noch weiterkommen will, darf man das Töffel maximal stoßen. Wenn man fährt, gibt es auch einen saftigen Punktabzug. Ein wichtiger Punkt ist, das Töffel darf nie mehr als 50 Meter von dir entfernt sein. Das heisst, du gehst posten, musst dir überlegen, in welchen Laden gehe ich, wo stelle ich das Töffel an. Sogar beim Schlafen ist das Töffel in nächster Nähe und nicht weiter weg als 50 Meter entfernt. Um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, haben wir natürlich wie früher auch weder GPS noch Handy dabei. Das Budget pro Tag ist 20 Franken. Wir haben also 80 Franken für die ganzen 4 Tage. Mit dem müssen wir natürlich einfach durchkommen. Das heisst, Benzin muss drin liegen, das Essen besterweise und ja, eine Unterkunft liegt wahrscheinlich nicht in diesem Budget drin. Man darf sich aber auch nicht als Mofa-Kult-Mitglied outen, um sich einen Vorteil zu erschleichen, sonst gibt es auch wieder einen Punktabzug. Macht das eine Firma oder wer macht das? Ja, Mofa-Kult, ja. Vom Mofa-Kult, da gibt es... Was ist denn? Mofa-Kult. Ich kann noch eine Gutsche geben. Wir werden jeden Tag eine Bonusaufgabe bekommen, wo wir uns extra Punkte ergattern können. Und ich bin richtig gespannt, was hier auf uns zukommt. Gib 100 Punkte. 100 Punkte. 100 Punkte oder 0? Nein, es tut mir leid. Der Gewinner ist der, der A am Ziel ankommt und B am meisten Punkte hat am Schluss dieser 4 Tage. Mein gewünschter Schlafplatz ist gerade von einer Herde Kühe eingenommen worden. Mit dem heutigen Tag bin ich eigentlich nicht wirklich zufrieden. Ich glaube, es kommen die Fans. Sie versuchen, hier raufzukommen. Langsam gewöhnt man sich auch so ein bisschen an die Kamera, dass man einfach immer mal wieder reinreden. Die grösste Herausforderung für meinen Hübel und meine Nerven war, dass es hier gerade am Schluss auf dem Veloweg brutal steil aufgegangen ist. Es ist 5:46 Uhr. Es war jetzt langsam gemütlich wach werden. Es war eine mega schöne Nacht. Ich hatte trotzdem ist es noch ein bisschen kühler geworden. Ich habe noch den Pulli auch noch angelegt. Und mein Daunenjäckchen, das ich noch dabei hatte, als Reserve, habe ich die Füße runter. Tipptopp. So, jetzt gilt es hier mal zuerst die Linse wieder rein tun. Dann hier alles verräumen. Ausschütteln, bereit machen. Vielleicht noch ein bisschen dehnen. Ich bin verspannt. Warten bis 7 ist. Und dann Challenge auftun und Tagesetappe und Bonus. Und dann geht's auf den Höppel. Woo! Wenn alles wieder sein Blättchen hat, schön zusammengelegt ist. Ja, das habe ich richtig gern. Die Linse habe ich drin. Eingecremt bin ich auch. Dann am Packen. Es ist jetzt 20 vor 7. Ich bin perfekt in der Zeit heute. Ich freue mich sehr, wieder zum Höbeln. Ich bin richtig bereit. Gedankt habe ich eigentlich auch. Ich habe ja, vielleicht etwa drin, 1,7 Liter. Ich werde sicher meine Reserven auffüllen an der nächsten Tankstelle. Weil das ist das Beste, weil wenn du sonst einmal auf wenn du kein Benzin mehr hast und unterwegs bist und musst stoßen, meine Reserve ist richtig scheiße. Für den Abfall
Ich habe jetzt hier immer so ein PET-Fläschchen dabei. Weil auch wenn mal etwas Feuchtes oder etwas Öliges oder so, kannst du es einfach einstopfen, Deckel zu und es ist fix. Wie ein Plastiksack, der leert er einfach aus. Und ich finde es einfach hure wichtig, wenn man geht campen oder wenn man irgendwo auch frei schläft, so wie hier. Ich meine, das ist jetzt eine gemeinte Wiese, da kannst du gut schlafen, da ist noch nichts angesagt und nichts. Aber finde ich hure wichtig, dass man den Abfall immer mitnimmt und wirklich einfach nichts liegen lässt. Kein Kaugummipapier, kein Zigarettenstümmel, einfach nichts. Weil die Bauern werden richtig hässlich und ich verstehe es, wenn du nachher den Abfall im Futter oder so drin hast oder auch Blechbüchsli oder so. Darum, always take it with me. Guten Morgen, es ist Tag Nummer 3. Das ist für mich Tag Nummer 2 in den gleichen Kleidern. Ich weiß nicht, wie das die anderen da alle 3, 4. Ich weiß nicht, wie das die anderen alle 4 Tage durchziehen, aber viel Spaß damit. Jetzt heisst es hier Camp aufräumen. Ich bin gerade verwacht. Camp zusammenbauen und dann mal schauen. Es ist jetzt 20 vor 7. Das heisst, jetzt kann man gerade die Aufgaben aufmachen und schauen, was heute angeht. Manchmal sind es einfache Sachen im Leben, die einen glücklich machen, wie zum Beispiel eine Waldhütte mit Toi-Toi und Wasser und Seife. Nice. Okidoki, es ist Zeit. So, höchste Zeit zum Kuvert aufmachen. Guten Morgen miteinander, es ist der 3. Tag angebrochen und kurz nach der 7. Ich darf mein Kuvert aufmachen. Ich habe eigentlich recht gut geschlafen, obwohl es eigentlich ein harter Steinboden war, aber mit dem Metal ist es recht gut gegangen. Zudem ist gestern noch eine recht lustige Situation passiert. Ich bin eigentlich schon pennen, fahre noch 2 mit dem Töffel. Ja, sie haben mich da gesehen bei der Lande. Und irgendwo haben jetzt den City glaube auch noch gesehen, keine Ahnung. Und dann haben sie angefangen zu suchen, wo wir sind. Haben mich dann auch gefunden da auf dem Platz da und haben dann ein bisschen geschnarrt und gesagt, ja, wenn ich ein bisschen Benzin brauche, kann ich schon noch Benzin haben und so. Und das ist cool. Also jetzt am 8. oder 5 ab 8 bei der Lande vorne, dort wo ich eigentlich gestern schon das Auto getankt habe, kommt der junge Bursch an und gibt mir noch ein bisschen Benzin, weil ich bin schon wieder nicht mehr voll. Zudem habe ich jetzt noch 2 leere PET-Fläschchen, die ich auch füllen kann. Das eine war Öl drin, das ist jetzt aber aufgebraucht. Das heisst, ich kann 1 Liter Ersatzbenzin mitnehmen, plus noch eben den Tank nochmal füllen. Ja, cool, ich hoffe, er kommt nachher. Jetzt geht es los mit der Kuvert von heute. Das ist, glaube ich, immer die rote Devise. Dein Ziel befindet sich in 1663 Gruyère. Rue de Château 8 in Gruyère. Wieso Rue de Château, Mann? Wieso ist das eine Adresse? Oh nein, der dritte Französisch, Mann. Was soll das? Ich darf wieder einen anderen Weg nehmen, wenn ich will. Das ist kein Problem. Die Adresse ist in dem Fall das Schloss. Der Standort zum Übernachten ist frei wählbar. Ja gut. Dann kann ich wieder pennen, wo ich will. Ja geil. Mal ein Pass. Ich habe jetzt nicht genau gewusst, was es ist. Aber wenn ihr hier seht, ich weiß nicht, wie gut sieht man es. Da ist die vorgeschlagene Route und die werde ich glaube auch so machen, weil sie recht cool ist. Heftig, du musst ja wieder über die Berge. Nein, ich gehe glaube einfach alles hindurch. Weil dort hinten hat es keine Berge. Du siehst es hier vom Grünen, oder? Das ist der Bergkamm, wo Höhen sind und alles, was hellgrün ist gerade. Und ich gehe jetzt hier Röckisberg sind wir, Schwarzenburg ist nachher dort hinten. Das heisst, ich gehe nachher eigentlich Richtung dort und dann alles links rundherum. Wie auf Spiez führen und dann alles so rundherum. Berge müssen wir sowieso umfahren, aber sonst musst du über den Jaum passen.
Mal schauen, was in der nächsten Aufgabe steht. Zuerst mache ich die Challenge auf. Ich kann es immer noch nicht so mit der Farbe. Kommt dann schon am letzten Tag. Hello, Milky Boys. Milchmädchen und Milchbuben, aufgepasst! Es ist Zeit, eure Euter-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, ohne dabei auf der Milchkanne auszurutschen. Hol deinen Eimer voll Humor und Gelassenheit, denn wer am schnellsten 2 Liter Milch melken kann, sackt die ersten 50 Punkte ein. Finde einen willigen Landwirt, der deinen Talenten vertraut und dich zu seinem Botschafter der Euter-Eleganz macht. Zeig uns, wie du in der Königsdisziplin des Melkens abschneidest. Erster 50 Punkte, zweiter 40 Punkte und dritter 20 Punkte. Fuck! Okay, ich muss da zum Bauern runter. Das heisst, ich muss jetzt schon jemanden suchen. Am 8. könnte ich loslegen. Vor allem muss man ja bald melken. 2 Liter. Boah. Vor allem 2 Liter ist noch viel. Habe ich das Gefühl. Wieso denn? Wieso denn 2 Liter, Mann? Ich glaube, das lohnt. Weil erstens mal einen Bauer zu finden, der das zulässt, dass man da 2 Liter melkt. Und eben, 2 Liter ist noch viel. Und entweder müssen wir jetzt gehen, am Morgen, wenn es sowieso Melken sind, oder am Abend. Ich lasse die Aufgabe noch offen, aber ich glaube nicht, dass ich da grosse Punkte hole. Melken. Irgendwo melken. Das ist gar nicht so einfach. Und wer am schnellsten 2 Liter Milch melken kann. Verrückt. Mache ich aber wahrscheinlich, wenn nicht irgendetwas sich gerade ergibt, erst am Schluss im 3 Jahr dann irgendwo. Okay, Bonus-Challenge. Das 3 beschlossen. Tank leer, bereite dich darauf vor, die ultimative Spritztour deines Einfallsreichtums zu erleben, ohne einen einzigen Rappen dabei auszugeben oder in Handschellen zu enden. Deine Aufgabe? Gib deinem Töffel den Sprit, den es verdient, und fülle deinen Tank, ohne dafür zu bezahlen oder am Ende in die Kriminalgeschichte einzugehen. Für diese Herausforderung winken satte 100 Punkte, die dir gehören, wenn du beweist, dass du kreativ genug bist, diese Aufgabe zu meistern. Ja, die sieht recht gut aus. Die sieht recht gut aus. Meinen Töffli-Tank füllen lassen, ohne Geld dafür zu zahlen. Also, das nächste Mal, wenn mein Tank leer ist, lasse ich mir den füllen. Habe ich übrigens schon mindestens einmal gemacht, die Challenge. Aber ja, das machen wir. Die Bonus-Challenge machen wir auf jeden Fall. Das wären nochmal 100 Punkte. Jetzt sagen wir hier 20 und hier gar keine. Ja. Aber dann hätte ich alle Bonus-Challenges gemacht. Das wäre nicht schlecht. Bis jetzt. Ich glaube, das kommt mir recht gut heute. Weil eben die anderen haben gesagt, sie helfen mir mit dem Mast. Also das heisst, so wenn ich das jetzt abschätze, wenn man heute keinen Rappen ausgibt für zum Tanken, dann kommt man die 100 Punkte über. Das heisst, ich habe jetzt gerade die Idee, ich tue dann die anderen Fläschchen, die ich habe, auch noch leeren und hier den Mast füllen, dass ich einfach jetzt heute Morgen einmal mal tanken und dann irgendwie 2 Liter Ersatzbenzin dabei habe. Oh, ich glaube, die 100 Punkte, die gehören mir. Cool. So, ich rufe mal zusammen und dann sehen wir uns nachher beim Losfahren. Eigentlich ist es einfach so, ich könnte auch Wasser reinlassen. Nur ich habe keine Ahnung, was nachher ist, wenn ich Wasser in den Tank lasse. Das kann ich auch am Abend noch machen. Weil dann könnte ich das Benzin ablassen und dann Wasser füllen, den Sprit, den es verdient. Und fülle deinen Tank, ohne dafür zu bezahlen. Oder am Ende in die Kriminalgeschichte einzugehen. Gut. Aber das da mit den Euter, ja, jetzt muss ich irgendwo, gestern der Florin, den wir kennengelernt haben, der wohnt da unten, als Bauernhof. Ich muss da jemanden fragen, ob ich die Kuh melken kann. Und zwar erst ab dem 8. Ja, aufs Kuhmelken freue ich mich. Das nimmt mich recht Wunder. Und ich glaube, den Sprit den mache ich dann, wenn ich dort bin. Und probiere das mit dem Wasser. Ich hoffe einfach, das geht. Vielleicht müsste ich zuerst noch irgendwo einen Töffli-Bub fragen.
etwas wirklich machen soll. Let's go. Also, es wird geil, ich muss. Tschüssi! Wir sind hier am wunderschönen Bauernhof und das ist der Stefan. Stefan unterstützt mich hier tatkräftig bei meinem 2 Liter Milch sammeln. Wir gehen jetzt mal, wo gehen wir hin, Stefan? In den Rinderstall. Ein Rinderstall, also. Wir gehen mal schauen. Der Florin kommt da mit. Florin kennt ihr von gestern schon. Und genau, jetzt gehen wir mal zum Rinderstall schauen. Aber jetzt schauen wir mal, wie wir an die 2 Liter Milch kommen. Weil es gibt ja verschiedene Methoden, um an die 2 Liter Milch zu kommen. Morgendliche Frage. Wie fühle ich mich heute Morgen und wie werde ich die Energie in den Tag mitnehmen? Wie habe ich geschlafen? Heute Morgen fühle ich mich einiges besser, ich habe viel besser geschlafen, einerseits schon mal. Es ist zwar unter dem Taub, es ist extrem heiß geblieben, lang, also ich konnte nicht in den Schlafsack rein, habe mich dann mit dem Badtüchlein so notdürftig zugedeckt. Irgendwann habe ich dann aber auch in den Schlafsack rein können. Und dann war es eine sehr gute Nacht, ich habe gut geschlafen, bin ein paar Mal verwacht. Einmal hat mich glaube ich, ein Fuchs besucht, da war plötzlich etwas da neben mir und als ich mich bewegt habe, ist der vorgetrabt. So groß irgendwie, wahrscheinlich ein Fuchs gewesen. Ich habe mir gestern einen Schokidrink gekauft, in weiser Voraussicht, dass ich wieder mal keinen Kaffee wird haben. Und das war das nächste gewesen, wo man in die Henko ist im Aldi. Darum gibt es jetzt noch einen Schokidrink, bevor wir starten. Und dann ab aufs Töffli und dann kommt die Energie von selber. Etappe, sie wäre mega cool, sie wäre mega schön. Aber ich glaube, ich kann das mit dem Töffli nicht machen. Die Armkupplung. Ich glaube, ich muss da einen Umweg suchen. Aber ja, nichtsdestotrotz wird sicher eine schöne Route, eine schöne Etappe. Die Challenge wird schwierig. Nicht, dass ich mich nicht getrauen würde, eine Kuh melken und dort 2 Liter ablassen. Aber ich glaube, um jemanden zu finden, der Milchkühe hat, der es nicht schon gemolken hat, der irgendwelche dahergelaufene Hyopies Kühe melken oder eine Kuh melken. Sehr schwierige Challenge. Und Bonus, da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken, weil ich habe das Gefühl, das funktioniert. Das sind 5 Franken Sprit, 4-5 Franken Sprit, wo jemand muss springen lassen. Und ich glaube, der liegt drin. Ich glaube, das, wie gesagt, habe ich schon 2-3 Mal gemacht. Das funktioniert sicher. Von dem her freue ich mich zum Punkt absahnen und bin sehr gespannt auf die Challenge, wie das funktioniert. So, 8:00, neue Perspektive, aus dem Bauch gefilmt. Es geht los. So, ihr hört es, Kiel läutet. Es ist jetzt genau 8 Uhr. Ich darf losfahren. Ich habe jetzt hier noch 2 Flaschen. Die eine ist von mir, die andere habe ich da hinten. Habe ich da rausgenommen. Und wenn das ein geiler Typ ist, so geil wie er gestern getan hat und so Fan, dann wird er mir die hoffentlich auffüllen mit Benzin. Also, ab geht's in die Lande. Hey, da ist er! Hey, du geile Sieg! Hoi! Salut! Kannst du mir noch mal seinen Namen sagen? Pascal! Pascal, hey, ich habe es wieder vergessen, tut mir leid. Mach nicht. Geht das so? Geil! Hast du ein Handy da? Ja. Gut, vielleicht kannst du mir nachher schnell etwas zeigen. Ich habe jetzt die Route aufgemacht, es geht auf Gruyère und vielleicht gibt es noch etwas Besseres, beziehungsweise kannst du mir sagen, wo... Also die Route vorgegeben ist über den Richtung Spiez, über den Jaunpass, das ist sicher eine schöne Route. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Die Frage ist, wie komme ich von da? Hast du noch Mast drin? Ja. Darf der Rest abnehmen? Schau, es hat noch eine zweite Flasche. Also andere Strecke geht auch noch über Freiburg, aber dort weiss ich nicht 100% durchfahren. Ja. Und wenn du den anderen Weg willst, weiss ich jetzt nicht 100%, oder? Also mehr wie kommst du Richtung Thun? Thun jetzt gegen Ricki runter. Und dann wird es eigentlich schon beschrieben, ja. Hey, danke dir vielmals, gell? Bitte. Hey, geil. Das ist jetzt genau lang.
Hallo! Ah, du bist die Mami? Ah, cool. Ich bin jetzt gerade voller Benzin, ich muss das so schnell heu sagen. Ja, wir sind da mit den Töffli unterwegs. Vielleicht hat er es schon erzählt von gestern. Und, ja, danke vielmals. Schau jetzt. Das ist nämlich. Ich will nicht einfach abschneiden, weil das ist unsere Aufgabe. Wenn wir schaffen, den ganzen Tag den Mast zu erschnarren, ohne dass wir zahlen dafür, kommen wir 100 Punkte über. Und weil ich gewusst habe, dass er heute auf mich wartet, habe ich gedacht, weißt du, ich habe noch 2 PET-Flaschen aus dem Pit genommen. Und dann, ich würde wahrscheinlich diese Route fahren. Wo willst du her? Hier auf Schloss Gruyère müssen wir. Entweder kann man hier durch, aber hier ist wahrscheinlich schöner. Über Spiez und dann über den Pass drüber und so. Ja, dann müsst ihr einfach wieder runter hier. Bis wohin? Also jetzt die Straße nach? Beim Kreis und dann runter. Los, ihr geht da vorne im Kreisel rechts? Okay. Ja, da unten, beim Kreisel rechts, dann geht ihr runter, dann kommt der Hasli. Dann müsst ihr wieder rechts gegen Riggisberg. Das Riggisberg unten würde auf der Kreuzung rechts und dann beim nächsten links und dann geht gegen Gornego, aber nicht gegen Wattenwil, ihr seid schneller. Dann geht ihr das Dockental ab. Gut, ich hoffe, ich kann mir das merken. Hey, danke vielmals, gell? Noch eine gute Zeit, gell? Und bis bald mal, gell? Merci. Most habe ich. Ich glaube, für heute muss ich nicht mehr danken. Challenge erfüllt. Jetzt will ich noch das Ziel erreichen. Aber jetzt mal los Richtung Riggisberg und dann ja, mal nochmal fragen, wenn ich es nicht finde. Weil heute nochmal falsch fahren, liegt einfach nicht mehr drin. Ich komme jetzt die Aufgabe über, dass ich auch meine 2 Liter Milch komme. Also Dario, da ist die Gabel. Jawohl. Das Heu, du musst durchgehend Ja. drücken. So viel Heu her, bis dort durch, wo Heu ist. Gut. Jetzt viel nur so viel. Jawohl. Du musst ein Viertel von dem Mais mit der Schaufel, die da steht, drüber rein verteilen. Ein Drittel vom Haufen. Ein Drittel von dem Haufen Jawohl. drüber rein verteilen. Jawohl. Und dann tust du einen Kessel von diesen Körnchen über alles rein Verteilen. Gut. Und dann gehst du mit dem Fluorin den Gust eintun. Super. Stefan, danke vielmals. Meine Aufgabe. Ich komme an meine 2 Liter Milch. Yes! Florin, du kannst mich filmen, wenn ich hier am Arbeiten bin. Und der Roger und der Elias. Was sagt man denn? Ja, genau, eins. So. Ja, ja. Ja, ist das gut. Ja, was verteilen wir da schön? Das ist eine Mischung zwischen Salz und Mineralgurken. Ich hole jetzt die Kühe, die nachher die 1, 2 Liter Milch geben. Rühren. Wunderbar. Ihr seht, meine Arbeit hat sich bewährt. Die Kühe haben feines Essen. Rindli? Nein, sind Kälbli. Rindli. Und jetzt gehe ich melken. 2 Liter Milch innerhalb, ich würde sagen, sehr schneller Zeit. Das ist meine Kuh. Das ist Emma. Emma ist heute gar noch nicht gemolken worden. Sie ist noch nicht lange da, weil sie vertreibt Hitze extrem gut. Und darum würde ich sagen, ich melke jetzt einfach Emma. Soll die Zeit stoppen? Ja, wir müssen. Also es wird ja dann, man sieht es ja dann. Ist das genau 2 Liter, Florin? Ja, ja. Ja, ja. Achtung, fertig, los. Ich würde sagen, So, perfekt, oder? 6 Sekunden, wer das schnell kann. 6 Sekunden! Emma! Danke, Emma! Du bist die beste Kuh, die es gibt, wirklich. So schnell hat der Sidi 2 Liter Milch gemolken. Also mein Plan ist wie folgt. Ich fahre jetzt hier Riggisberg. Ich fahre nicht hier durch, die sieht ja auch schon länger raus. Ich fahre hier runter. Schwarzenburg, Davos, Freiburg und vielleicht hier hinten durch auf Gruyère. Das muss so irgendwie klappen. Das Wetter ist wie immer Porno. Sehr wachtig. Ich muss schädern. Da geht gerade ein Loch ab. Und da heisst wahrscheinlich, es geht auf der anderen Seite auch wieder so rauf. Ich wollte doch den Weg nehmen, damit es flach ist. Mensch, hallo!
Also, ich bin auf meinem Umweg. Ich bin jetzt gerade in Davos und habe hier hinter mir gerade den netten Landwirt gefragt, wie es aussieht, ob ich mal an seine Euter ran kann. Wie erwartet ist es aber natürlich so, dass am Morgen gemolken wird. Am 7. ist das Zeug schon fertig. Und dann am Abend am 5 Uhr wieder. Hat er gesagt, wenn ich am 5 Uhr da bin, darf ich das gerne probieren. Am 5 Uhr muss ich aber natürlich schon in Gruyère sein. Gruyère hat er dann gesagt, ob ich Französisch können, weil dort redet niemand mit Deutsch. Es wird dann ein bisschen schwierig mit Händen und Füßen. Melcho. Ich freue mich, jetzt geht es weiter Richtung Freiburg. Und ich hoffe, dass mein Umweg, meine Abkürzung, dass ich da als Einziger mache und die anderen dann den Pass aufstrampeln, während ich schon zu Gruyère einen Kaffee trinke. Also, weiter geht's. Entschuldigung schnell, darf ich etwas fragen? Der schnellste Weg auf Spiez, wo geht da durch? Ich habe vorher schon mal gefragt, die hat gesagt, es gibt da irgendeine Abkürzung, die muss ich nicht über Thun. Nicht über Thun, genau, Sie können richtig auf Wattenwil. Wattenwil. Genau. Das heißt, im Kreis, jetzt hier links. Also gerade da so links hinterher, ja? Genau. Und dann richtig Kornigen. Also gut. Einfach am Strassen. Gut, super. Und nachher geht es richtig Wattenwil. Zweisim ist da, geht da rechts, das heisst, es ist schon mal die richtige Richtung, dann bis auf Bultigen und dann dort nochmal schauen. So, jetzt fahre ich weiter Richtung Bultigen und dann über den Jaunpass. Ich hoffe, es läuft so gut wie bis jetzt, weil keine Panne. Und mega cool und auch den Weg gefunden, nicht falsch gefahren. Von dem her läuft es gut und jetzt Vollgas geben. Ich habe nicht mehr so viel Most und Florin ist so lieb, dass er mich unterstützt, aber ich muss dafür zuerst etwas machen, weil ich muss mir ja verdienen. Das heisst, ich versuche Wheelen, weil der Florin ist ja der absolute Wheelie-Profi, das habt ihr vorher gesehen. Oder gestern. Und ich muss Wheelie fahren von der einen Linie zu der anderen. Und erst wenn ich es schaffe, füllt er mir den Tank. Okidoki. Challenge accepted, aber ich muss zuerst das Zeug da hinten abnehmen. Darf ich die Füße unten haben oder muss ich es oben haben? Okay, geil. Yes. Ich probier's, gib alles. Wie viele Meter sind es etwa, Florin? Ich kann heute messen. Du kannst dich einfach mal abmachen. Professionell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Meter. Wow! Die Übung hat sich gelohnt. Ich bin immer ein bisschen heimlich am Wheelie üben, aber ich kann noch nicht so gut wie die Fluri. Ich kann es nicht mit den Füßen oben, einfach nur so kurz. Aber geil! 8 Meter, 2 Liter Benzin. Ja. Geiler Scheiß, Florin. Danke vielmals. Florin ist so gütig, füllt mir mein Tänkchen wieder auf. Du musst einfach aufpassen, du darfst nicht zu viel, weil sonst ist da oben einmal, weißt, ich habe so einen Inside da Tankdeckel. Ist doch gut, dann wollen wir da rein. Genau, geil Mann. Neuer Sprit, jetzt kann ich voll losbrettern. Das ist der Sprit, den mein Töffel verdient. Der Palermo verdient nur da. Oh Scheiße, ne, so dumm. Oh, ja Mann. Probier's mal. Entschuldigung. Mach gar nichts. Das passiert mir ständig, weißt du? Yes, Baby! Wuhu! Geil! Also jetzt muss ich noch mal lesen, ob ich alles habe, aber ich glaube schon. Vielmals. Ja. Genial gewesen. Ja. Ich mache mich auf den Weg, ich gehe hindurch, ich gehe nicht in die Normalroute, ich gehe über Davos, Schwarzenburg. Genau. Über Schwarzenburg. Ja. Und dann Davos und dann hindurch, nicht über Spiez. Hasta luego, amigos, bis später. Ich muss natürlich nicht in Cola da.
Baustelle von Fribourg. Da Jaun, da würde der originale Weg herkommen. Ich bin jetzt über Fribourg gekommen. Ich hoffe, da hat jetzt etwas gebracht. Den Jaunpass und gerade jetzt, wenn du oben ankommst, habe ich mir so Fräse schalten. Also ist jetzt gerade abgestellt. Das heisst, ich bin das erste Mal froh um mein geiles Benzin, das ich hier bekommen habe. Und so wenn ich das einschätze, langen mir wahrscheinlich die andere Flasche für morgen sogar noch. Die brauche ich jetzt und mit der schaffe ich es ziemlich sicher auch ans Ziel. Heute auf Gruyère. Ja, mal tanken und dann die wunderschöne Aussicht geniessen und dann wieder runterfahren. Das ist wunderschön hier oben. Fragen wir, wo die anderen zwei sind, ob sie schon über den Pass hier geschafft haben. Der glaube ich nicht mehr. Das ist doch kriminell. Wie komme ich auf jeden Fall nicht mehr. Natürlich den Schachzug wagen, oder nicht? Wenn ich jetzt eben weiterfahre und es passiert etwas,